1500 PS, 1600 Newtonmeter, weit über 400 km/h schnell und das Ganze unter 2 Tonnen. Das ist der Bugatti Chiron, wie ihr hier sehen könnt. Hier im Maßstab 1:18 von AutoArt umgesetzt worden. Und das ist für mich ein sehr, sehr großes Highlight, ja, weil ich sehr viele Jahre da hinter dem Modell her war. Und ich stelle euch das jetzt vor. Ja, wie ihr sehen könnt, Bugatti Chiron. Ein sehr, sehr besonderes Fahrzeug. Ich denke mal, jeder von euch hat da schon mal was von gehört. Ist der Nachfolger vom legendären Bugatti Veyron, ja, oder Veyron, den ich auch schon vorgestellt habe. Ja, ist auch ein sehr, sehr faszinierendes Fahrzeug. Seit meiner Kindheit hatte ich den mal in einem Autoquartett gehabt und bin seitdem fasziniert, wie ein Auto über 1000 PS, damals waren es 1001, glaube ich, PS, überhaupt haben kann. Und über 400 km/h Spitze laufen kann. Ja, das hat er jetzt wieder getoppt vor ein paar Jahren und wir schauen uns das Ganze an. Sehr, sehr aggressive Front, ja, sehr tief liegend natürlich. Klar muss er sein, sonst hebt er ab. Hier das ganz typische Gesicht von der Bugatti, ne? Und diese langgezogenen Schlitze, ja, aka Scheinwerfer. Das ist sehr aggressiv, sieht aber gleichzeitig gut aus. Ja? Schauen wir zur Seite. Und hier könnt ihr die typische Form auch sehen. Ja? Und ich finde, dieses Auto kommt einfach an dieser Kombination mit diesem Atlantic Blue, wie es Bugatti nennt, und dem Schwarz, beziehungsweise ganz dunkelblau ist das ja hier. Racing Blue, ja? Hier mit dem verchromten Silberstreifen, hier mit dieser, ja, ich weiß nicht, was das ist, schön gebogene Schwingung, ja, das sieht einfach sehr gut aus. Ich denke mal, das wird eine Hommage sein an den Atlantic, ja, von Bugatti, den 57er, den ich auch schon vorgestellt habe. Und ja, also wie gesagt, es passt sehr gut zusammen, genauso wie die Felgen hier, ja, silberne Felgen, das Blau und das Interieur, das passt einfach, ja, wie die Faust aufs Auge. Und wir schauen jetzt mal weiter. Ja, also wie gesagt, die Felgen sehr, sehr bombastisch, sehr groß. Hinten kann man auch die Bremssättel erkennen. Innen auch blau gehalten. Und diese abartig großen Bremsbacken. Ja. Beziehungsweise Bremsanlage. Ja. Ja, das Heck, auch brachial, ja, wie das ganze Auto. Hier steht nochmal der Schriftzug Chiron drauf. Dann diese lang durchgezogene Rückfahrleuchte. Und natürlich diese großen Auspuffrohre. Ja. Kommt auch ordentlich was raus. Und kommen wir gleich zu der Besonderheit. Und zwar hat der natürlich einen Spoiler. Den kann man ausfahren. Hier unten ist ein Nippel, wo man draufdrücken kann. Ja, hier. So. Dann fährt er raus. Und man kann ihn dann noch entsprechend in eine Stellung bringen. Ja, so. So sieht das Ganze dann aus. Damit der Wagen ja den richtigen Anpressdruck auch bekommt. Ne? Wir fahren das Ganze jetzt wieder rein. So. Und schauen uns jetzt nochmal ein Feature an, und zwar den Kofferraum. Und der ist vorne. Und wie ihr sehen könnt, ist da was drin. Ja, und zwar sind das maßgeschneiderte Bugatti Handtaschen bzw. Koffer, Gepäck. Das kann man rausnehmen. Wie ich jetzt hier im separaten Bild zeige. Sehr schön gemacht, sehr detailliert, finde ich gut. Ist auch das Material ist auch so gummiartig. Und das auf jeden Fall, ich glaube, im Original gibt es die dazu. Ich weiß aber nicht, ob gratis. Aber bei fast 3 Millionen Euro Kaufpreis darf man das ja eigentlich auch verlangen, dass es dort mal ein paar Taschen gibt, die auch nur 6.000 oder 8.000 Euro kosten, glaube ich. Warum nicht? So, schauen wir uns jetzt mal das Herzstück des Wagens an, den Motor. Dafür können wir hier die Abdeckung abnehmen. Ja, und das ist sehr praktisch gelöst von AutoArt. Und zwar ist das magnetisch. Ja, hier kann ich abnehmen. Ist magnetisch. Und ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist der Motor, ja, der diese unglaubliche Leistung bringt. 16 Zylinder. Ja. Ist schon ordentlich. Also damit schafft man es auf jeden Fall zum nächsten Bäcker, denke ich mal, pünktlich, um seine Brötchen zu holen. Gucken wir jetzt in den Innenraum rein. Auch ein besonderes Highlight, wie ich finde. Hier in diesem schönen Beige Leder. Ja, das sieht sehr gut aus. Also im Wagen ist natürlich jetzt kein Leder im Modell, aber in echt schon. So, jetzt ist es scharf. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also der Innenraum sieht auch verdammt edel aus. Ja. Ein Schiebedach hätte hier auch noch, sag ich mal, gut ausgesehen. Das gibt es nämlich auch zu bestellen bei Bugatti, aber der hat es jetzt nicht das Original, was vorgestellt worden ist. Und von daher, ja, sehr, sehr edel gemacht.
Sieht auch sehr gut aus als Modell. Also sehr detailliert. Auch hier die Beifahrerseite. Sieht sehr, sehr gut aus. Detailliert umgesetzt, gefällt mir also sehr, sehr gut. Viel mehr gibt es zu dem Wagen jetzt nicht zu sagen, außer er ist einfach eine optische Schönheit, wie ich finde. Ganz früher, wo er neu präsentiert worden ist, da hat er mir nicht ganz so gefallen. Ja. Aber seitdem ich den öfters schon mal gesehen habe, ja, sieht er einfach sehr gut aus. Also Design 1A, ja, kann man nicht meckern. Er sieht elegant aus, dennoch brachial. Das ganze Fahrzeug ist übrigens in dem Komposit gehalten, wie es AutoArt sich ja seit vielen, vielen Jahren nennt, bzw. umsetzt. Ich hätte es schöner gefunden, wenn das Ganze natürlich aus Metall gewesen wäre, also Diecast. Aber gut, so ist es halt. Vielleicht gibt es ja von Almost Real nochmal die Möglichkeit einzubauen. Aber dann bitte in weiß mit heller Ausstattung und Panoramaglasdach. Also in dem Sinne, schaut euch auf meine anderen Bugattis an, ich habe sie euch hier verlinkt. Sind einige sehr schöne dabei. Guckt sie euch an. Schreibt mir gerne einen Kommentar, habt ihr den Wagen auch? Wie findet ihr den? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.